Woont es derch da Wajch. Hallo, mijn naam is Jemeende. Ik ben de prediker van de Gemeende Gottes op de calle del Rosal in Cuauhtémoc, Mexico. Woont es derch da Wajch. Dat is vielleicht eine Frau, wo du die vielleicht einmal gestalt hast, wenn du irgendwo hinfahren musst. Vielleicht nur eine Stadt, wo du noch niemals gewesen bist. Dann fragst du dich, woont es derch da Wajch? Wo komme ich nur diese Stadt? Vielleicht hast du eine Landkarte genommen oder von der ersten Tag den Phone mit GPS. Hast die Adresse angedrückt, wo du hinfahren musst? Und laut dieser Maschine oder der Landkarte den rechten Weg wissen. Und als du schon mal den rechten Weg wisst, dann fuhrst du diesen Weg, um nur den rechten Platz, um nur das Ziel zu kommen. Von der will ich diese Frau anwenden im Jäslichen. Woont es derch da Wajch für uns Menschen? Das ist eine Frau, die sich die Menschheit all für viele Jahre immer wieder gefragt hat. Wo der Mensch sich immer wieder fragen hat, woont es derch da Wajch für mich als Mensch? Menschen haben versucht, sich selbst diese Frage zu beantworten. Sie haben sich verschiedene Wege ausgedacht und dann behaupten sie, das ist derch da Wajch. Aber doch glaube ich, dass die meisten Menschen immer wieder noch das Verlangen haben, dass sie den rechten Weg finden. Den wahren, rechten Weg. Von der will ich mit das Wort Gottes uns versuchen zu wiesen, woont der rechte Weg für uns Menschen ist. Johannes 14, Vers 6 sagt dort, es steht, Jesus sagte ihm, ich sehe der Weg, der Woarheit in das Läwen. Keiner kjemt nun Voda, buta derch mich. Jesus sagt hier, dass er selbst der Weg ist, was in den Himmel führt. Er sagt auch, dass er der einzige Weg ist, und dass keiner nun Voda kjemt, buta derch an. Du hast kein anderer Weg, keine andere Möglichkeit, nun Voda zu kommen, buta derch Jesus. Wo viele Menschen wollen nicht alles tun, was in ihrer Kraft ist, sich den Himmel zu verleihen. Das ist das Verlangen, was der Mensch einfach angeboren hat, einmal im Himmel zu kommen. Wann weißt du dort vielleicht nicht glauben, dass das gibt, aber doch die Mehrheit hat das Verlangen, einmal im Himmel zu kommen. Und sie wollen alles tun, den Himmel zu verdienen. Aber sie nehmen doch nicht an, dass Jesus der einzige Weg ist. Sie suchen sich Wege, verschiedene Wege, diesen oder jenen, oder irgendwas, was Menschen sich ausgedacht haben, und der Weg ist, und du dich verlieren sollst. Einer kann verschiedene Wege gehen und hoffen, dass einer einmal was im Himmel sein. Aber wenn wir nicht den rechten Weg Jesus gehen, dann wollen wir nicht im Himmel kommen. Das gibt bloß diesen einzigen Weg, was in den Himmel führt. Wenn wir auch andere Wege uns wünschen wollen, die vielleicht leichter werden, dann gibt bloß diesen einen Weg, was dort hinführen wird. Wenn das der einzige Weg ist, dann müssen wir uns fragen, wo komme ich dann auf diesen Weg noch? Wo kann ich diesen Weg finden? Und gehe ich diesen Weg? Der einzige Stelle, wo wir den Weg beschrieben finden, ist das Wort Gottes, der Bibel. Das ist der einzige Stelle, wo wir dort finden, wo wir nur Jesus, nur im Himmel kommen können,
durch Jesus. Die Bibel sagt uns hier in den Vers, was wir lesen deuten, dass Jesus der einzige Weg ist. Das sagt nicht, er ist einer von vielen Wegen, die im Himmel führen. Das sagt dort nicht, dass Jesus der Weg ist, und einer noch andere Dinge dabei tun muss, sondern dass Jesus ist der Weg. Er ist nicht ein Weg, sondern der Weg. Wenn auch für uns Menschen ein Weg reich schien, wenn auch nicht der Weg ist, was in der Bibel uns beschrieben wird, von Jesus selbst, wo wir nicht uns hinkommen. Wenn's dort gibt bloß diesen einen Weg. Wer kann diesen Weg gehen? Jesus sagt in uns Textvers, dass keiner kjemt im Voda, buta derch. Dann ist unsere Frau vielleicht begrenzt bloß für weiße Menschen, oder wer kann das gehen? Kann alle Menschen gehen? Die Antwort fängt mir an das Wort Gottes. Und die Antwort ist, das Weg ist für alle Menschen gemerkt. Jesus kam auf diese Welt, um für alle Menschen zu sterben. In Johannes 3, Vers 16 sagt dort, Gott seine Liebe für diese Welt ist so groß, dass er sie in ihnen sehen darf, dass all die an Anglauben nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Also Jesus kam für alle, dass alle Menschen sollen gerettet werden. Und dann sagt er, aber all die, die an ihm glauben, wollen gerettet werden. So die Möglichkeit ist, dass alle Menschen auf diesem Weg gehen können. Aber du gehen nicht alle Menschen gehen. Das sind bloß die wenigsten Menschen, die diesen Weg gehen. In Matthäus 7, Vers 14 sagt er, in der Put ist eng, in der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und dort sind nur wenige, die dort finden. Die Bibel sagt uns also ganz klar, dass nicht alle Menschen diesen Weg gehen. Obwohl der Weg für alle gemerkt ist, der Weg kann aber bloß besser nachkommen. Und bloß wenige Menschen gehen diesen Weg. Und die Ursache dafür ist, dass nicht alles auf diesem Weg Ruhm hat. Der Weg ist für alle Menschen gemerkt, wo bloß so eine, wo du Ruhm haben, kann den gehen. Und wo kann einer von der Person werden? Wo kann auf diesem Weg noch kommen, wenn er noch nicht ist? Wenn du noch nicht auf diesem Weg ist, wenn du von dir die Frauen sind nicht alle auf diesem Weg, und du sitzt dort, ich gut diesen Weg noch nicht, du hast eine gute Nachricht. Der Weg ist noch hoch. Der Pute steht noch hoch. Du hast noch von der Gelegenheit, auf diesen Weg zu kommen. Und du gibst eine Möglichkeit, dass du von dir noch kannst auf diesen Weg noch kommen. Wo kannst du noch kommen? Die Antwort ist, du musst an Christus bleiben. So was in Johannes 3, Vers 16 steht, alle, die an ihm glauben, wollen nicht verloren. In Apostelgeschichte 16, Vers 30 bis 31 ist die Geschichte, wo der Gefängnismeister dachte, dass Paulus und Silas wir Rüd gekommen, wenn es zu Erdbeben gekommen hier. Und sie werden aber durch ihr Leben und er bringt ihn Rüd und er sieht, dass das Leute haben, was man ich tun, dass ich seilig war. Und sie sehen zu ihm, die Leute um den Herrn Jesus Christus, dann warst du in die Familie selig. Das Glauben, was sie sehen, bedeutet, dass sie glauben muss, dass Jesus Gottes Sohn ist. Dass Jesus auf die Welt gekommen ist, für uns zu sterben. Und dass Jesus gekommen ist, für die selbst. Dort ist der Glauben an Jesus. Dass du dort annimmst, Jesus ist für mich gestorben. Und dann, wenn wir dort laufen, dann wollen wir dort sein, ich bin ein Sünder. Ich muss meine Sünden bekennen. Und das ist der zweite Schritt. Wir müssen unsere Sünden bekennen. Uns muss dort Leute tun, was wir gegen Jesus getan haben. In 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen,
dann ist treu in je reich. En vergeeft ons de zinnen en reinigt ons van alle ongerechtigheid. We kunnen also op deze weg, den Himmel führt, naar buiten opkomen. Wir moeten om Christus blijven en we moeten onze zinnen bekennen en ons wat niet doen. Wenn wir dit nu komen, dann kommen wir auf den Weg noch. Und wenn wir auf den Weg sind, was wir nur sein, dann wir auf den Weg bleiben. Wenn Satan wird uns versuchen, von dem Weg aufzubringen. Aber der Weg ist durch. Der Weg ist uns in dem Wort Gottes beschrieben. Und Leute, zurückkicken, wenn du auf diesem Weg bist, dann sei du nur, dass du auf den Weg bleibst. Und wenn du noch nicht auf dem Weg bist, das ist eine gute Nachricht. Der Weg ist noch oben. Der Put steht noch oben. Wir wissen nicht, wie lange das Weg noch oben ist. Aber solange der oben ist, haben wir Gelegenheit, hinabzukommen. So, wenn du von dir noch nicht auf diesem Weg bist, dann will ich dich verraten, von dir noch den Weg zu finden. Und wenn du auf diesem Weg gehen darfst, dann werden wir treu bleiben. Wenn wir auf diesem Weg bleiben, in ein Tag bei Jesus in der Herrlichkeit sein. Amen.